Boah, will gar nicht wissen, wie ich aussehe, Alter. Zum Glück kann ich das nicht sehen hinter der Kamera gerade. Holy shit, Bro. Oh, wir haben jetzt schon 9 Uhr mittlerweile und ich habe ein Haar in den Mund. Es ist schon 9 Uhr. Heute bin ich mal ein bisschen raus aus der Routine. Aber wisst ihr was? Ist auch mal gut. Ist auch einfach mal gut. Bisschen ausschlafen. Ich war gestern bis 3 Uhr wach. Ich habe Naruto angeschaut. Es wurde halt immer spannender und spannender und es wird dann halt wie so eine Sucht. Man kann dann einfach nicht aufhören. Irgendwann wurde ich müde und bin dann eingeschlafen. Aber ja, dafür bin ich heute etwas später aufgewacht. Ist aber nicht schlimm. Ja, auf jeden Fall heute auch einen chilligen Tag. Es wird dann Zeit, dass ich aufstehe und mir die Zähne putze, Alter. Ich brauche heute unbedingt einen zweiten Kaffee, ne? Sag's euch. Willkommen auf meinem neuen Vlog, Freunde. Ich musste mich entscheiden, weil wir haben gestern so einen coolen Kakao geholt. Ich hol ihn mal kurz. So ein super Kaffeeersatz. Der hier. Kann man beim Biomarkt holen. Und es besteht aus Kakaopulver natürlich, 89% und Guarana-Samenpulver.
11%. Und dieses Guarana-Samenpulver ist das, was so, es ist wie so eine Art Koffein, aber viel gesünder als Kaffee, weil es stresst den Körper nicht und es ist ja eine gesunde Alternative halt. Und ich dachte, ich habe erst mal kurz gedacht, ob ich mir doch einen Kakao mache, aber irgendwie hatte ich gar keinen Bock auf diesen Milchgeschmack, auf die gleich am Morgen so dieses milchiges, weiß ich nicht, habe ich nicht so Bock gehabt. Und bin doch bei meinem Standard-Kaffee-Ritual geblieben. Ja, wem es juckt? Niemand. Aber ich muss das auf jeden Fall mal probieren. Vielleicht trinke ich später danach nach dem Training eins. Und ja, genau. Ich werde jetzt entspannt hier meinen Kaffee trinken. Dann gehe ich zum Training. Es ist einfach crazy, dass die Sonne jetzt auf einmal komplett weg ist. Also, Digga. Das sieht wieder so aus, wird gleich Gewitter, Blitze, Tornados kommen, alles mögliche. Ja, das ist am Ende des Tages uns egal. Weil mir das letzte Mal so gefallen hat im Gym, vor allem das Ganze aufzunehmen im Gym, hat mir auch sehr gefallen und es war sehr, sehr ruhig, zum Glück. Werde ich das, glaube ich, heute wieder machen. Ich werde heute auch wieder ins Gym fahren und werde da ein bisschen mein Workout aufnehmen und ein bisschen im Gym trainieren und ja, ich glaube, ich werde da Calisthenics machen. Ich mache mich ein bisschen warm mit Kettlebell. Kettlebell mache ich mich wieder ein bisschen warm. Da machen wir mal ein paar Dips, ein paar Pull-Ups. Oder vielleicht mache ich nur ein paar Dips und keine Pull-Ups. Ich weiß nicht. Manchmal überlege ich, beziehungsweise ich denke, dass ich mir vielleicht doch einen Plan besorgen müsste. Also einen Plan im Sinne von, dass ich halt so ein bisschen das Ganze strukturiert danach gehe. Dass ich zum Beispiel, keine Ahnung, so mal Dips, Push-Ups zusammen trainiere und dann einen anderen Tag mache halt so Pull-Ups und halt so Übungen für den Rücken, ne? Immer natürlich im Calisthenics-Bereich, weil es gibt ja 5 verschiedene Varianten von Pull-Ups und so weiter und so fort. Aber ja, ich weiß nicht, das ist halt immer so ein bisschen anders. Ich habe das Gefühl, dass wenn ich zum Beispiel also aktuell mache ich das halt so, ich gehe zum Training, ich gehe ins Calisthenics-Park oder ich gehe halt zum Gym oder mal zu Hause. Ich mache auch sehr gerne mal Home-Workouts. Ich glaube, ich werde auch nächstes Mal vielleicht mal so ein Home-Workout machen. Aber Home-Workouts, muss ich sagen, ist einfach geil. Wenn die Sonne draußen scheint, dann lege ich halt meine Matte hier auf den Balkon und dann hat man so, die Sonne strahlt und die Vibe ist cool und dann hat man auch Bock, irgendwie zu Hause zu trainieren. Aber jetzt gerade so hier im Wohnzimmer und so, da fehlt mir irgendwie nicht so die Motivation, muss ich sagen. Da mache ich so ein paar Push-Ups, also ich trainiere ja öfter zu Hause, aber es fühlt sich einfach nicht immer so effektiv an, als wenn ich jetzt ins Gym oder ins Calisthenics-Park fahre und trainiere. Versteht ihr? Deswegen, natürlich, klar, es gibt manchmal Tage, da es ist besser als nichts, sage ich mal, dass man man macht zu Hause ein paar Übungen, ein paar Push-Ups, als nichts. Ja, ich hatte zum Beispiel auch früher, in der Vergangenheit, hatte ich mir immer das hat so zu meiner Routine gehört, morgens gleich nach dem Aufstehen, Wasser, Kaffee, dies, das und dann immer 100 Push-Ups, jeden Morgen. Das habe ich ja schon, ich glaube, so 3 Wochen lang gemacht, jeden Tag 100 Push-Ups und man hat auf jeden Fall diese Verbesserung gesehen im Sinne von, Digga, du hast auf einmal die 100 Push-Ups so gemacht, als wäre nichts, weißt du? So. Und das war auf jeden Fall schon, hat gut getan und gut geholfen, vor allem auch, weil man hat dann so sich tagsüber auch voll energisch also man hat sich so energisch gefühlt, also man hatte so mehr Energie halt, ne? Mehr Power halt. Aber ich wechsle halt sehr oft meine Routine und dann ist es halt so immer, man macht dann halt andere Dinge dann irgendwann. Aber, was wollte ich eigentlich sagen? Über was habe ich die ganze Zeit gesprochen, Digga? Das ist ja voll vergessen jetzt. Achso, genau, wegen Plan. Ja, und das überlege ich die ganze Zeit gerade. Vielleicht hole ich mir doch sogar einen Plan, weil ich habe da jemanden, der mich ein bisschen inspiriert im Bereich Calisthenics und so. Und ob ich mir da vielleicht ein Buch kaufe oder so einen Trainingsplan von ihm, wäre eigentlich gar nicht so schlecht. Einfach mal zum Testen. Na, kann man ja ausprobieren. Ausprobieren ist immer gut, finde ich. Ja, weil sonst mache ich das immer so nach Gefühl. Ehrlich gesagt, gehe ich halt zum Training und dann trainiere ich halt so nach Gefühl. Ne? Zum Beispiel, heute habe ich Bock auf Dips, dann mache ich Dips und Pull-Ups. Heute habe ich Bock auf Dips und Push-Ups, mache ich Dips und Push-Ups. Und ich muss sagen, es ist cool und es ist nice, weil es ist nicht dieses gezwungene, so, oh nee, heute muss ich das machen, oh nee, heute muss ich diese Muskelgruppe machen, oh nee, heute muss ich diese Muskelgruppe machen. Und das habe ich ja früher, als ich halt Krafttraining gemacht oder halt so, keine Ahnung, wie nennt man das, Bodybuilding, sag ich mal, habe ich halt nicht gefeiert, weil ich habe halt gefeiert, wenn ich Brust trainiert habe, das habe ich sehr gemocht, so Brust
und Rücken und so. Aber dann gab es immer so ein paar Übungen oder Arme, aber dann gab es immer so diese ein paar Übungen, die du halt nicht so fühlst. Und dann kam halt so der Tag, ne? Und dann warst du so ein bisschen, nee, Bro, der hat keinen Bock auf den. Und dann hast du mal das Training ausfahren lassen oder hast du was anderes trainiert und keine Ahnung. Und irgendwann wurde das sowieso alles so ein bisschen langweilig und ich habe sowieso das Gefühl gehabt, dass das war sehr, sehr gezwungen alles. Immer so dieses, oh, ich gehe in den Gym, ich muss heute trainieren, ich gehe im Gym und so. Und zum Glück habe ich mich dann halt für Calisthenics halt entschieden, sag ich mal, dass ich das halt ausprobiert habe und ich finde, dass ich da einfach, das war die beste Entscheidung bis jetzt. Ich fühle mich einfach viel besser, seitdem ich Calisthenics mache. Meine Kraft ist einfach wirklich gesteigert als früher und auch jetzt die Push-Ups. Früher, ich wusste noch, jetzt mache ich so 200 Push-Ups und ich habe immer das Gefühl, ich kann immer mehr machen. Also ich mache natürlich auch mehr, aber so früher, ich weiß so, als ich angefangen habe, 200 Push-Ups war extrem anstrengend. Jetzt 200 Push-Ups sind so, ne? Da merkst du halt, die Kraft steigt. Das Einzige, was ich gerade noch dabei bin, mir beizubringen, ist Muscle Up. Bei den Muscle Up, ich muss sagen, ich schaffe immer bis zur Hälfte und dann schaffe ich mich nicht so hoch zu ziehen, weil ich glaube, es liegt an meiner Technik. Ich bin mir nicht sicher, weil ich glaube, ans Kraft liegt das gar nicht. Deswegen, ich muss mal schauen. Ich bin die ganze Zeit immer so, wenn ich ins Calisthenics trainiere, dann versuche ich immer das so ein bisschen und übe das. Manchmal vergesse ich das, weil manchmal bin ich halt so, mache halt mein Training, meine Dips, meine Sachen und dann verpisse ich mich halt und mache ich das nicht. Aber wenn ich halt mir so die Zeit nehme dafür, dann versuche ich das immer zu machen. Und ich glaube, dass wenn ich das jetzt auch richtig durchziehe und noch ein paar Mal versuche, dann schaffe ich das hundertprozentig. Ja? Das schaffe ich das auf jeden Fall. Ich habe das richtig Bock zu machen. Im Gym kann man das leider nicht machen, weil die Decke die sind nicht so hoch, die sind halt sehr niedrig und man kann das leider nicht ausprobieren. Auf jeden Fall, ja, Calisthenics ist wirklich geil, sehr geil und alleine auch diese Spannung, die du an deinem Körper hast durchgehen und wie du dich dann so hochziehst oder so alles, das gibt dir einfach sehr, sehr viel Kraft. Das ist für mich auf jeden Fall ein sehr guter Switch gewesen. Aber ja, zum Beispiel, was mir manchmal fehlt, ist einfach so mal so Arme trainieren. Und das mache ich auch ab und zu, weil im Grunde trainierst du auch den ganzen Körper sozusagen, ne, mit Calisthenics. Aber einfach so mal so diese Kurzhandel zu nehmen in die Hand und einfach dieses gezieltes Muskel zu verspüren, ist schon etwas, was manchmal fehlt. Und das ab und zu Hause, muss ich sagen, nehme ich mal ein paar Handel hier und mache ein paar Bizepsübungen und so weiter und so fort. Und einfach so fürs Muskelstimulierung nennt man das, glaube ich. Ja, Freunde. Ironman-Tasse. Tony Stark, immer mit mir. Ich wollte auch kurz gucken, wie spät wir es haben. Wir haben 5 vor 11, easy. Ich muss sagen, heute war ich so ein bisschen lost, muss ich sagen. Ich war so ein bisschen so, Digga, was mache ich heute so überhaupt so mäßig so, ne? Aber am Ende habe ich mir gedacht so, warum machst du dir so viele Gedanken? Weil die meistens halt mache ich mir schon ein paar Gedanken, was ich für einen Vlog ich mache, aber heute war es so richtig so, beziehungsweise gestern war ich so, ich weiß gar nicht so, was ich mache, so mäßig so, ne? Und dachte so, hey Bro, ganz ehrlich, scheiß drauf, mach dir nicht so viele Gedanken, nimm das einfach auf, was du vorhast und wie es kommt. Und ich bin auch, mein letzten Vlog ist übrigens einer von den, beziehungsweise ist der erste, der schon, seitdem ich halt jetzt hier YouTube mache, ist der erste Vlog, der gut ankam, sag ich mal, besser ankam als alle anderen. Ich muss sagen, da freut man sich immer so ein bisschen, wenn man sieht so, okay, die Views steigen und über 350 Leute haben es ja schon gesehen und so, dann freut man sich schon ein bisschen, weil es ist nicht das gleiche wie so auf TikTok und Insta. Ich habe ja auch mehrere Videos gehabt auf TikTok, die viral gegangen sind mit 2-3 Millionen, aber so, keine Ahnung, das ist so, natürlich freut man sich so, aber ich weiß nicht, YouTube ist einfach so anders, selbst wenn ich da 100 aufrufe, freue ich mich schon ein bisschen, ne? Und es ist auch gar nicht so wirklich viel, ne? Aber weil ich auch gerade dabei bin und wie sage ich mal so neu bin auf diese Plattform und du auf einmal so über 300 Aufrufe siehst, dann freust du dich schon ein bisschen und auch so viel. Selbstbewusst. Aktuell lese ich auch nicht so viel Comics und ich habe irgendwie wieder Bock mal ein bisschen mehr zu lesen. Bin aktuell die ganze Zeit am Anime schauen. Ich schaue die ganze Zeit Naruto, Digga. Am besten war ich habe vorhin gesagt, Digga, bis 3 Uhr nachts, Bro. Also ich gehe meistens so 0 Uhr schlafen, mal um 1, mal um 11, ne? Also mal auch um 10:30. Ich habe wirklich nicht so das musste ich vielleicht eventuell ein bisschen mehr im Griff kriegen, meine Schlafroutine, weil ich habe nicht so eine richtige Schlafroutine eigentlich, habe ich nicht, nee. Weil ich bin so, aber ich muss auch sagen, ich weiß auch gar nicht, ob ich diese Schlafroutine möchte, weil am Ende muss ich sagen, ich schlafe immer noch so trotzdem meine so 7, 8 Stunden, mal 6 Stunden, je nachdem und ich fühle mich trotzdem immer gut so.
Heute war halt so ein bisschen, was mich halt so ein bisschen genervt hat für mich selbst, war dass ich ja bis 9 Uhr geschlafen habe. Also um 9 erst bin ich ja, also kurz vor 9 bin ich aufgewacht. Und es war so, ja, keine Ahnung, das war halt so immer so ein bisschen, man hat immer so ein komisches Gefühl, weil man wacht immer so früher auf meistens, so 7 oder 8 und dann auf einmal so, oder mal 6 und dann auf einmal so um 9 und bist du so kurz, oh nee, Digga, ich habe so den ganzen Tag verpasst, so mäßig. Ja, aber eigentlich ist das voll dumm, weil was hast du denn verpasst? Es sind 1-2 Stunden länger geschlafen, Bro. Was wirst du denn verpasst haben? Ist auch alles gut so. Aber man macht sich unterbewusst immer so einen Druck, weil man denkt so, man hat alles verpasst. Und ich glaube, das hat ein bisschen was damit zu tun mit diesem, keine Ahnung, so Alltagssystem oder was weiß ich da, keine Ahnung, scheißegal. Aber am Ende habe ich mir auch selbst gesagt, so, ey, chill doch, mach dir nicht so einen Druck, ist doch kein Problem. Es fühlt sich auch gut an, mal ein bisschen ausgeschlafen, 1-2 Stunden länger geschlafen zu haben. Und am Ende ist doch alles gut, ne? Wo ist denn das Problem? Deswegen, ich werde auf jeden Fall heute noch, genau, wollte ich ja vorhin sagen, weil ich ja wieder mal ein bisschen mehr lesen möchte. Ich glaube, ich fahre heute noch ins Comics-Geschäft und gönne mir 1-2 Comics. Mehr nicht. Einfach so 1-2 Comics oft chillig, weil ich habe auch nicht mehr so viele also ich habe alle Comics jetzt durchgelesen. Ich habe noch den habe ich noch nicht zu Ende durchgelesen. Aber ich muss gestehen, der ist mir ein bisschen langweilig. Das ist der hier. Warte, Marvels. Ja, also als ich ihn geholt habe, habe ich gedacht, cool, sehr nice. Vor allem, weil die Geschichte, also nicht die Geschichte, sondern wie es halt designt ist. Es ist so cool, also es ist so sehr so oldschool gemacht mäßig, wie so ein Film, kann man so sagen. Ne? Also anders als alle anderen Comics, es ist so ein bisschen so dieses sehr altmodisches und so halt. Auch so ganz anders gemalt und ich dachte so cool, so mal was Neues, probieren wir mal aus. Aber es dreht sich gar nicht so viel um Spider-Man, sondern es dreht sich allgemein um Marvels, um die Avengers und alle anderen Superhelden. Aber die Hauptperson in diesem Comic ist halt dieses Journalist. Sagt man Journalist oder Journalist? Oh Bro, jetzt habe ich Blackout, Digga. Journalist. Ich muss mal kurz Jarvis fragen. Fragen wir kurz Jarvis. Jarvis? Ja, ich bin da. Wenn du noch weitere Fragen hast oder noch... Ja, nee, hör mal zu. Sagt man eigentlich Journalist oder Journalist? Man sagt tatsächlich Journalist mit einem weichen I. Oh, also Journalist. Ja, Journalist. Er ist so die Hauptperson in diesem Comic-Heft und der ist halt Journalist und dokumentiert ein bisschen über diese Superhelden. Und der ist so sehr skeptisch und er feiert die gar nicht und er hat Angst und so weiter und so fort. Das will ich jetzt gar nicht so tief begründen. Aber an sich, die Geschichte war am Anfang nice, aber dann irgendwie wurde es ein bisschen zu langweilig, muss ich sagen. Bro, was macht er denn, Digga? Ist er noch da? Alles klar, kein Problem. Nein. Ja. Oh, und ich habe es einfach nicht zu Ende gelesen halt. Und ich dachte halt so, ich brauche schon irgendwie noch schon ein paar Comics. Und dachte so, ich war auch lange nicht mehr in einem Comic-Shop und ich habe irgendwie schon richtig Bock, auch heute mal hinzufahren, um mir 1-2 Comics zu gönnen. Von natürlich Spider-Man. Eines Tages, Freunde, sagst du herrlich, ich will so viele Comics haben. Ich will vor allem die ganz alten Comics haben von Spider-Man, diese richtige Oldschool-Comics, weil auf die bin ich gespannt. Ich habe ja zu Hause, Bruder, im Schlafzimmer habe ich ja diesen einen Puzzle und also dieses einen Puzzle, was an die Wand hängt und diese ganzen Comics, das sind so diese ganzen Oldschool-Comics von Spider-Man und ich möchte schon jeden eins haben, muss ich sagen. Irgendwann, aber also es ist jetzt muss jetzt nicht heute oder morgen sein, versteht ihr? Auf ganz entspannt alles, auf ganz entspannt. Ja, aber heute will ich mir auf jeden Fall 1 oder 2 gönnen, mal gucken und ja, und dann gucken. Dieses Comics-Geschäft ist auch richtig cool, weil es hat auch so einen Anime-Bereich und immer wenn ich dann da so da bin, dann gehe ich so ein bisschen in diesem Anime-Bereich und die haben so Kuscheltier und so und auch so Manga und so, aber Manga, habe ich auch schon überlegt, ob ich einen Manga hole von Naruto zum Beispiel, aber ich weiß nicht, es ist halt so, es zieht mich nicht so ganz wie Comics irgendwie, ich weiß nicht warum. Vielleicht mal in die Zukunft, aber so Manga an sich, es ist einfach so, vielleicht liegt es einfach nur daran, dass es so dieses Schwarz-Weiß ist, weißt du, und ich brauche einfach so mal ein bisschen Farben, das mich halt so ein bisschen für die Augen, keine Ahnung, weiß ich ehrlich gesagt nicht, aber zum Beispiel es gibt da so ein Kuscheltier von Naruto und der würde so gut passen mit mir, den muss ich eigentlich holen. Ich weiß nicht, ob ich den heute hole oder vielleicht mal ein anderes Mal oder ich bestelle den, mal gucken, aber so ein Naruto-Kuscheltier da würde gut zu den anderen Freunden gut passen, finde ich. Ja, yeah. Aber ja, wir haben jetzt auf jeden Fall genug geredet.
trinke jetzt meinen Kaffee zu Ende und mache mich dann fertig und ab ins Gym. Seit Tagen beschäftigt mich ein bisschen dieses Stück Bart hier. Bro, ich weiß nicht, weil ich hatte eigentlich vor, ihn wachsen zu lassen, aber irgendwie taugt er mir nicht so ganz. Ich weiß nicht, das ist so ein bisschen, sieht ein bisschen ungepflegt aus. Ich weiß nicht. Ich habe ihn immer kurzer gehabt und jetzt lasse ich ihn gerade ein bisschen wachsen, aber die Haare machen hier so richtig Breakdance, Digga. Die gehen nicht so richtig so in eine Richtung. Ich habe sie versucht zu kämmen, aber sobald ich ein bisschen Rad fahre oder ein bisschen Wind kommt, Digga, dann sieht das aus hier richtig scheiße. Ich weiß nicht, ob ich das vielleicht doch ein bisschen kürzer schneide. Nein, egal. Ich guck's, ich überleg's mir noch im Laufe des Tages. Der Tag ist ja noch lang. 2 Minuten noch und dann mache ich mich fertig und gehe ins Gym. Wisst ihr, was ich gerade auch so realisiere, wenn ich so meine alten Vlogs anschaue? Ich feiere die voll, ich mag das, wie ich es filme, wie ich es schneide und so. Und man verbessert sich immer mehr. Es wird alles immer so, keine Ahnung, so, ich will nicht sagen cooler, aber ich versuche immer so verschiedene Winkel zu finden und so weiter. Aber wisst ihr, was ich auch zurzeit sehe, immer so auch bei anderen Vlogger, die haben immer so diese coole Vlog-Kamera und meine Kamera ist super, die ist wirklich super gut, Alter, ich liebe die macht super gute Videos, also von der Qualität her sieht super aus, aber das Einzige, was mir fehlt bei dieser Kamera ist, dass man halt, weil ihr wisst es nicht, aber wenn ich halt filme, ich kann mich nicht sehen und bei den meisten Vlog-Kameras kannst du halt den Display halt so umdrehen, so dass du die beim Aufnehmen auch siehst und das ist, Bro, das ist der Jackpot, Digga, weil dann kannst du richtig sehen, ob du, sag ich mal, so mittig bist oder ob du da so stehst, wie du halt stehen möchtest und so ist es alles so ein bisschen spontan, aber gleichzeitig ist es auch cool, weil es so ein bisschen natürlicher ist, das ist nicht so dieses gestellt, ne, sondern das ist einfach natürlich, man stellt die Kamera da, ungefähr weißt du so, ob du mittig bist oder nicht und es wirkt, glaube ich, auch ein bisschen natürlicher. Ich weiß nicht, ob das wirklich einen Unterschied macht, aber ja, nichts, einfach, wollte das einfach kurz sagen, fertig, easy. Trinke jetzt meinen Kaffee und dann mache ich mich fertig. Okay, get ready with me. Mit Transition oder ohne Transition? Mit Transition. Ziehe ich ein Cap oder ziehe ich kein Cap? Ich ziehe heute kein Cap, Digga. Ich ziehe heute einfach kein Cap. Das ist mir aufgefallen, seitdem ich mit meinen Vlogs angefangen habe. Bro, ich trage bei jedem Vlog ein Cap. Bei jedem Vlog. Das ist gar nicht mit Absicht gewesen. Das ist mir einfach so aufgefallen letztens. Deswegen, heute trage ich kein Cap. So, Haare setzen jetzt auch. Yes, gut für den Training. Ziehen wir jetzt die Chucks an. Inzwischen war ich noch einkaufen. Ich habe da kleine Sachen, so ein bisschen Schokolade, ein paar Eier, ein paar Bananen, Mandelmilch, ohne Zucker und ohne Sonnenblumenöl. Ja, da mache ich mir gleich einen leckeren Kakao. Erstmal wird gleich gefrühstückt.
Darauf habe ich jetzt lange gewartet, ey. Ich habe richtig Hunger. Wie spät haben wir es? Oh, wir haben 15:18 Uhr. Was soll ich sagen, Bro? Ich habe heute, glaube ich, 20 Stunden gefastet. Und ich habe mir jetzt einen leckeren Quark gemacht. Apfel, Banane, Bitterschokolade, Erdnussmus, 2 Teelöffel Honig. Und das war's auf chillig. Und dann habe ich mir noch so einen Kakao gemacht. So einen entspannten Kakao mit einem Löffel Honig. Ja, Mann, das will ich mir jetzt auf jeden Fall richtig gönnen, richtig schmecken lassen, Freunde, weil ich habe so einen Hunger. Jetzt chill ich ein bisschen, wird das jetzt gleich essen, schaue ein bisschen Naruto, nebenbei weiter und dann gehe ich mich auf jeden Fall duschen. Oh ja, das sieht sehr clean aus. Meine Freundin hat für uns ein bisschen was zu essen gemacht. Nee, ich will nicht, Schatz, danke. Sehr clean, ein bisschen Brokkoli, ein bisschen Feta-Käse, Süßkartoffeln, ein bisschen weiße Bohnen gebraten, ein bisschen Brot und ich mache mir noch zusätzlich ein paar Eier. Gerade gegessen. Essen hat gut getan, wie immer. Essen tut immer gut. Ich liebe es einfach, dass noch so schöne, warme Tage sind. Ich gehe nicht so das voll. Ich meine, wir haben ja schon, Alter, den 4. September und Bro, es ist noch voll warm und wer weiß, wie lange es dauert, bis es wieder kalt ist und die Tage wieder kurzer werden. Ja, dementsprechend genieße ich das und einfach so dieses Mal sich einen Stuhl nehmen und sich draußen auf dem Balkon hinzusetzen und ein bisschen Sonne tanken. Das ist so wichtig und so geil, Freunde. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen, wie gut mir das auch tut, muss ich sagen, wirklich. Einfach auf Vitamin D danken. Dieses Vitamin D ist so wichtig. Auf jeden Fall, ich bin heute nach dem Gym, bin ich dann direkt zum Comics-Geschäft gefahren. Aber, das muss ich euch erzählen, Alter. Ich komme im Gym rein, hole ich meine Fitness-First-Karte, abgelehnt. Ich komme nicht rein. Dann die Mitarbeiterin lässt mich dann so rein, ich komme da so rein, bin dann am Schalter. Sie checkt da, warum das nicht funktioniert und so. Und ich habe mir schon ein bisschen gedacht, warum es nicht funktioniert, weil ich hatte ja letztens eine Mahnung bekommen, weil das Geld irgendwie, also das Geld wurde nicht abgebucht und ich wusste, okay, weil ich hatte ja eine E-Mail bekommen, dass ich da sowas wie 50 € bezahlen muss ungefähr. Ich hatte halt ehrlich gesagt auch vor, heute oder morgen das zu machen, weil das stand auch innerhalb von 10 Tagen und dann dachte ich so, okay, scheiß drauf, ich mache das heute oder morgen so mäßig. Und Bro, ich gehe da so rein, am Schalter, sie guckt da so auf mein Konto sozusagen, auf dieses Fitness-First-Konto, das sind auf einmal 80 € und ich war auf einmal so voll überrascht. Ich denke mir so, warum 80 € so? Und dann habe ich ihr gesagt so, bist du sicher, dass 80 € sind? Weil ich habe letztens eine E-Mail bekommen und das stand, habe ich ja die E-Mail gezeigt so, guck mal hier, 50 € eigentlich, also warum 80 € so? Und war so kurz so, Bro, Digga, was wollen die jetzt von mir so mäßig? Weißt du, 80 €, woher kommen jetzt diese 30 € mehr? Ja, und dann, sie wusste es auch nicht so richtig genau, und dann hat sie halt so ein bisschen geschaut und am Ende meinte sie halt wegen Trainingspaket und so, und meinte so, ach so, okay, ja, verstehe, alles klar. Aber trotzdem war mir das die ganze Zeit auch nicht so klar, weil, Bro, ich komme so für das Fist sein und auf einmal 80 €, so, weißt du, ich habe das auch direkt dann vor Ort bezahlt. Das ist doch schon kurz auf die Laune gegangen, weil ich wusste, okay, ein Fuffi muss ich ja bezahlen, so, für die Mahnung und so, aber an 80 € habe ich damit nicht gerechnet. Am Ende habe ich gesagt so, ey, Bro, also ich habe mir selbst gesagt, Bro, chill, scheiß drauf, so, ne, ist jetzt egal, lass dich jetzt nicht wie so die Laune ficken, sag ich mal, trainiere einfach, mach dein Ding und ist egal, so mäßig, so. Versteht ihr, was ich meine? Genau, und dann war das halt schon so und ja, ich habe das am Ende bezahlt und scheiß drauf trainiert, habe mein Ding gemacht, ist egal. Ich habe dann natürlich vorhin, dann als ich zu Hause war, habe ich dann nochmal kurz bei Fitness angerufen, bei der Zentrale da irgendwo in Frankfurt, habe ich gefragt so, weil ich wollte einfach nur wissen, ob es wirklich stimmt, ob es wegen dieses Trainingspaket ist halt. Weil der Typ meinte am Telefon, ja, dass es halt wegen diesem Trainingspaket ist, dass alle 6 Monate abgebucht wird, alle 30 € und so. Und dann war es mir auch klar. So, ist auch voll die Scheiße, Bro. Ich denke mir so, Digga, aber warum zahlt man 30 € Trainingspaket? Was denn?
So, weißt du, ich habe auch gesagt, so, ich brauche das gar nicht. So, kann man das nicht kündigen? Nee, das gehört zum Vertrag so mäßig, das gehört dazu. Ganz vernünftig, das ist so voll der Scheiß. Aber egal, scheiß drauf, ey. Und dann, Bro, ich fahr zum Comics-Geschäft. Ich dachte so, okay, jetzt nach dem Gym lohnt sich nicht nach Hause zu fahren, duschen, essen, bla bla und dann wieder los. Dachte ich so, wenn ich schon sowieso da bin, unterwegs bin, fahre ich gleich direkt ins Comics-Geschäft. Fahre ich ins Comics-Geschäft, gehe ich so rein und da war halt der Besitzer, denke ich mal, also das war glaube ich schon der Besitzer, denke ich schon zumindest. Und es ist so ein älterer Mann gewesen und ich habe ihn halt so höflich gefragt, ob es möglich wäre, dass ich ein paar kleine, so kurze Aufnahmen mache von den Comics und so, einfach so für meinen Vlog, so für meinen YouTube-Kanal, so. Es ist jetzt nicht so. Na, und er meinte so, nö, ich hab da kein Interesse. Und da habe ich ihm das so versucht zu erklären, dass es einfach nur für meinen YouTube-Kanal ist und das sind einfach nur Nahaufnahmen, da sieht man die Leute, also man sieht ihn nicht oder man sieht halt die Menschen nicht, halt so, ne, habe ich ihm das versucht zu klären. Das ist jetzt nicht so eine, was ich halt so dachte. Und da meinte so, nee, ich hab da kein Interesse, er hatte keinen Bock drauf. Da habe ich gedacht, so, okay, alles klar, dann ist halt so, schade, was soll man machen, respektiere ich, wenn das sein Geschäft ist, was soll ich sagen, ne, ist am Ende so. Er hat trotzdem kurz mit dem Handy so 2 kurze Aufnahmen gemacht von den Comics und so auf schnelle Welle so mäßig, ne, aber ich wollte es einfach nur ein bisschen cooler aufnehmen, im Sinne von, weil da drin in diesem Comic-Geschäft gibt es auch mehrere Räume und es gibt auch so Räume, wo halt Anime-Sachen gibt, es gibt so eine Art Wohnzimmer, kann man so sagen, da ist so eine kleine Couch und da sind so ein paar Kuscheltiere, so Mangas und so geile Sachen und ich wollte halt so ein paar kurze Aufnahmen machen, wo ich da vielleicht so sitze, so checkt ja so einfach auf entspannt so, aber wenn der Typ halt nicht wollte, hey, was soll man denn machen, ne? Ist egal am Ende des Tages. Aber da manchmal denke ich mir so, Bro, wäre ich in Amerika gewesen, Digga, dann hätten die das, da sind die halt die Menschen immer so ein bisschen anders drauf, finde ich, immer so offener und entspannter und meine Freundin sagt zum Beispiel, dass er das anders, dass er das falsch verstanden hat, weil ich das falsch formuliert habe, im Sinne von, dass er dachte, ich will da so eine Art Aufnahmen machen von, wie so eine Art Doku so, glaube ich. Aber eigentlich habe ich mich schon deutlich ausgesprochen, aber am Ich ist das jetzt egal, nicht so schlimm. Ich habe auf jeden Fall, Freunde, ich habe so ein bisschen geguckt, ich wollte, wie gesagt, ein paar Spider-Man-Comics, ich habe nach ein paar Spider-Man-Comics geschaut und habe dann den hier geholt. Von Miles Morales, die Geschichte, ja, ist schon ganz schön dick. Bin ja gespannt. Ich werde das später noch ein bisschen lesen. Ich habe es noch nicht angefangen. Ja, also ich war ein bisschen unsicher. Ich hatte in der Hand auf einmal so einer von Avengers und so. Und ich dachte, ich probiere mal was Neues. Es gab auch tatsächlich einer von Wolverine auch, wo ich auch schon fast, ich hatte auch schon der Gedanke, hole ich den auch noch dazu? Und dann am Ende habe ich gedacht so, ach scheiß drauf, ich hole einfach heute den nur erstmal gönne ich mir den. Der sieht auf jeden Fall ganz cool aus, ich mag's voll, wie das auch gemalt ist und so, sieht schon sehr nice, ich weiß gar nicht, von welcher Jahr ist der denn überhaupt? Bro, 2014? Digga, 2014, aber so eine gute Qualität. Ich schwöre, wenn man jetzt hier Comics von 2024, 2025 nimmt, die haben genau die gleiche Qualität. Naja, auf jeden Fall richtig cool, den gönne ich mir auf jeden Fall. Es war auch so geil. Digga, dann gehe ich ja aus dem Comics-Geschäft raus und ich nehm so mein Rad, ich fahr so weit, ich fahr und ich hatte letztens so einen neuen Weg entdeckt, so einen neuen Heimweg entdeckt. Ich dachte, Bro, probieren wir mal nochmal den Heimweg an, ne? Und Digga, auf einmal ich fahr und dann irgendwann merke ich so, oder ich bin eigentlich falsch. Wo bin ich jetzt gerade so? Dann erstmal hier mit Google Maps checken, wo ich überhaupt bin, damit ich nach Hause kommen kann. Und Digga, am Ende habe ich ja so voll die große Runde gemacht. Voll unnötig, Alter. Am Ende habe ich ja noch zusätzlich ein bisschen Cardio gemacht. Das schadet auch nicht, ne? Ja, wir haben jetzt gerade 18 Uhr. Ich muss sagen, ich freue mich schon, morgen früh aufzustehen, mir einen leckeren Kaffee zu machen und dann bearbeite ich schon meinen Vlog auf ganz entspannt. Darauf freue ich mich schon. Jasmin ist gerade drüben, sie bearbeitet gerade ihr YouTube-Video und später werden wir auf jeden Fall ein bisschen Serie schauen. Wir schauen gerade aktuell Dexter, die Serie der Serienmörder. Also sie dachte, das ist so nicht so eine geile Serie und so, aber ich habe ihr gesagt so, ich glaube die Serie ist schon ganz geil und die hat schon was, die hat schon eine geile Vibe und so nach der ersten Folge hat sie auch gemerkt so, dass die schon echt geil ist und die ist auf jeden Fall interessant, Bro, die hat 8 Staffeln oder 8 Staffeln, aber ja, die ist auf jeden Fall chillig, kann man sich gut reinziehen, ziehen wir uns später auf jeden Fall rein und machen wir uns auf jeden Fall einen entspannten, gemütlichen Abend, ja, und ich gehe jetzt gleich auf jeden Fall ein bisschen im Wohnzimmer, chille ein bisschen auf der Couch und lese ein bisschen mein Comic und so. Und ja, Freunde, ich werde jetzt ein bisschen Comics lesen und ein bisschen chillen und werde einfach mal eine Zeit genießen.
Das war's für heute, Freunde. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn das Video euch gefallen hat, vergesst nicht zu liken und zu abonnieren. Ja, wir sehen uns auf jeden Fall nächste Woche wieder. Wie immer, ihr wisst Bescheid. Lasst es euch gut gehen. Schöne Woche, schönen Tag. Ciao. Sag.